Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute wieder in Norwegen unterwegs am Atlantikwall und ihr könnt es schon sehen, das Wetter ist katastrophal. Ich hoffe, das wird hier einigermaßen funktionieren, weil ich auch ein Funkmikro dran habe. Eigentlich darf das alles nicht so viel Wasser jetzt hier abbekommen. Aber das lässt sich jetzt nicht anders vermeiden. Wir machen jetzt das Beste daraus, weil sich die Wetterlage auch nicht gravierend ändern wird. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch immer einmal diesen machen müssen, um über die Linse zu schmieren, weil einfach der Regen teilweise frontal auf die Linse kommt. Und das wird ein bisschen schwierig. Wir sind heute auf jeden Fall an einer Küstenbefestigung am Husnes-Fort, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein Fort, was bereits schon von den Norwegern errichtet wurde, 1897. Und was im späteren Verlauf im Zweiten Weltkrieg dann halt auch von den Deutschen erobert wurde, eingenommen wurde und noch weiter ausgebaut wurde. Wir werden uns das Ganze jetzt hier einmal anschauen, was wir jetzt außen sehen können. Die Anlage ist so verschlossen. Es ist eigentlich mehr oder weniger ein Freilichtmuseum. Oh, ich muss jetzt hier immer mal wischen. Das tut mir leid, Leute. Aber sonst werdet ihr hier nichts sehen. Auf jeden Fall, es ist ein Freilichtmuseum. Das könnt ihr ganz normal besuchen. Wir sind jetzt aber zu einem Tag da, wo es einfach nicht möglich ist. Das ist hier ein Feiertag. Und es wird auf jeden Fall heute ein bisschen eine schwierige Geburt. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen, weil wir haben auch nur wenig Tage zur Verfügung, um uns das Ganze hier anzuschauen. Deshalb, wir starten. Also, bleibt dran. So, ihr könnt das jetzt hier ganz gut erkennen. Hinter uns ist praktisch schon die See. Und wir haben jetzt hier eine Steilküste, also es steigt hier extrem an. Also von der Seite sehr schwer, diesen Bereich halt einzunehmen. Deshalb optimal für so eine Küstenbatterie. Wir haben jetzt hier oben schon den ersten Bunker. Und dahinter müsste sich auch eine Stellung verbergen für eine Kanone. Das werden wir uns gleich anschauen. Wir haben jetzt hier praktisch so einen Freiplatz. Und hier sind auch schon ein paar Exponate so ausgestellt. Ich vermute mal, dass das solche Teller sind, wo die einzelnen Geschütze arretiert werden. Hier oben drauf verschiedene Durchmesser. Das Ganze jetzt mal hier seht, der ist schon etwas größer. Und hier einen etwas kleineren. Die Deutschen haben dann, nachdem sie das 1940 übernommen haben, da gab es auch noch mal ein kleines Gefecht zwischen der Batterie und hier dem Umfeld, diesem Gebiet, wo sich die Batterie befindet, mit den Deutschen. Die sind hier halt auch mit Fliegern gelandet. Und da soll es wohl auch 22 deutsche Soldaten erwischt haben. Aber von den norwegischen Soldaten ist dabei keiner ums Leben gekommen bei dem Gefecht. So. Ich glaube, diese Kuppel hier oben müsste auch schon mit zu dem Leitstand gehören. Und wir haben jetzt hier noch sicherlich eine Originaltür. So, hier habt ihr jetzt noch mal den Punkt, wo wir gerade hier unten standen. Hier geht es hoch zur Stellung einer Kanone. Und hier kommen wir jetzt zu dem Leitstand. Und vor dem Leitstand ist auch noch mal so eine Beobachtungsvorrichtung installiert. Ihr könnt das hier erkennen. Hier hat man ringsrum im Prinzip Stahlklappen verbaut, die man hier runterklappen konnte, um jetzt die einzelnen Bereiche zu öffnen. Und das Ganze wird vermutlich dann damals noch besser abgetarnt worden sein, weil man hier überall die Metallhaken und so weiter sieht. Das sieht mir auch so ein bisschen aus, als ob das hier wie so eine Art Leuchtturmfunktion mal hatte. Das kann wahrscheinlich später hier hin. Für die Belüftung. Ja. Und jetzt stehe ich im Prinzip hier oben drauf, auf der Kuppel. Und hier befindet sich der Leitstand. So, dann werden wir mal da hochgehen und uns das Ganze hier einmal anschauen. So, da hinten versteckt sich Melanie.
Hinter dem Leitstand, ihr seht das, der ist stufenmäßig nach unten gebaut. Ihr habt praktisch oben eine Beobachtungsetage, hier unten auch wieder diese Klappen, die wir gerade eben gesehen haben. Und wahrscheinlich auch hier, ne? Ja, hier auch nochmal. Ja, und somit konnten viel mehr Personen praktisch hier die See in dem Bereich beobachten. Vielleicht gab es ja wieder diese großen Fernmesser, die hier eingesetzt wurden. Das kann schon gut sein. So, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt hier. Dieser Bereich, ich muss immer ein bisschen auf die Kamera gucken. Da ist auf jeden Fall eine Kanone, ihr könnt es ein bisschen rausblitzen sehen. Da werden wir dann gleich zum Schluss vorbeigehen. Wie gesagt, Leute, tut mir leid, ich muss immer zwischendurch einmal wischen. Es geht nicht anders. Und ja, wir sind wie gesagt direkt auf den Leitstand. Hier sind noch so ein paar Radaroptionen, aber das ist jetzt auch alles, denke ich mal, was später gekommen ist. Richtfunk und so weiter. Wobei das zum gewissermaßen auch im Zweiten Weltkrieg ja auch schon mit installiert gewesen ist. Aber was jetzt davon original ist oder was jetzt später vielleicht von der norwegischen Armee noch hinzugekommen ist, das weiß ich nicht. So, wir werden jetzt versuchen, in diese Richtung einmal durchzugehen. Wir haben jetzt hier noch irgendwas stehen. Ja, hier ist wieder noch so eine Radargeschichte. Das ist dann aber auch alles später gekommen. Ich muss mich immer noch mal vergewissern, ob ihr alles noch seht. So, sieht glaube ich gut aus. Ja. Ja, jetzt könnt ihr noch mal hier so ein bisschen den Größenunterschied erkennen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier für ein Gerät ist. Hier steht SAVC, also SAVC von Philips mit einer Seriennummer, aber das ist jetzt relativ uninteressant, weil wir jetzt damit nichts anfangen können. Ja, aber das ist dann halt irgendwas, was später dann von der norwegischen Armee im Nachgang hier wieder reingekommen ist. Auf jeden Fall ganz interessant. Und ich würde mal vermuten, dass hier auch mal eine Kuppel drüber war, ne? So, wir sind jetzt ein bisschen weiter gegangen. Jetzt ist hier so ein Konstrukt irgendwie ausgestellt. Ich würde mal fast behaupten, das ist zum Löschen, eine Löschvorrichtung hier. Hier kann man den Wasserschlauch anschließen. Und dann ist das hier wie, ja, hier wird es rausgeschossen. Irgendwie so eine selbst zusammengebaute Löschvorrichtung, wenn hier halt irgendwas gebrannt hat. Melanie ist hier auch schon an 2 solchen Löchern. Was ist das denn? Geht's hier direkt zum Bunker? Ah, guck mal, das könnte sein, dass hier, wobei, hier oben, wo man das hier mal aufgemacht hat. Ich gebe dir hier mal unseres Werkzeug des Tages. Guck mal, auf jeden Fall ist es ja offen. Hier ist eine Plattform und hier ist man in einem Bunker. Kann ich mal mit runternehmen. So sieht das Ganze aus. Hier hat man auf jeden Fall irgendwie sich. Ich weiß nicht, ob das jemand nachträglich aufgemacht hat. Wir haben es nicht gemacht. Deshalb. So. Und hier. Keine Ahnung. Ups. Hier sind noch wie so ein paar Lagerräume.
Ich vermute mal, dass das hier aber mit dem Sockel, dass da hier eine Kanone, ja, hier sieht man das ja auch. Hier konnte man die Ausrichtung einstellen. Hier habt ihr diesen Ring. Ja, da konntet ihr die Kanone ausrichten. Also hier wird eine Kanone drauf gestanden haben. Ja, leider ein bisschen vermüllt. Aber wir wissen nicht, ob das jemand mal nachträglich aufgemacht hat. Hier ist noch eine Tafel. Ja, hier sieht man nämlich, da wird irgendwas mit Munition stehen. Das ist norwegisch, das andere kann ich jetzt nicht so genau identifizieren. Ja. Dann gibt es hier wahrscheinlich, hier gibt es ein Feldtelefon, was hier verbaut war. Da hat man so eine Ringleitung gehabt. Kennt man ja noch aus der Bundeswehrzeit. Hier kam wahrscheinlich ein Alarm dann rein auch. Und dann wurde hier reagiert und das entsprechend ausgerichtet. Hier oben ist noch so ein Lamellenheizkörper angebracht, damit das schön warm ist. Und hier unten, oh hier unten, Schatz, geht es glaube ich ein bisschen weiter. Ich gehe mal eben kurz rein. Ansonsten, wenn es dir jetzt da oben zu nass wird, kannst du auch hier reinkrabbeln. Da hat man mal wenigstens ein paar Minuten Ruhe vor dem Regen. Da habt ihr auch ein Typenschild. Lademetall Trondheim. Oh. Aber cool, dass man hier noch reinkommt. Ja, tatsächlich. Hier ist auch so eine Klappe irgendwie. Die konnte man hier zuziehen, so ein Scharnier. Ich vermute mal, dass man in diesem Bereich dann Kartuschen vielleicht oder die Granaten gelagert hat. Die wurden ja immer an 2 separaten Orten gelagert. Ja. Jetzt kommen wir in die andere rein, die zu war. Tatsächlich. Boah. Eieieiei. Boah. Also ihr seht, es ist alles miteinander verbunden. Oh, hier oben ist das Ganze verschlossen, was wir von außen gesehen haben. Hier wieder diese Lagerräume. Und das Feldtelefon. Das ist wirklich exakt das gleiche Teil, was wir damals beim Bund hatten. Okay. Also die Norweger scheinen das dann auf jeden Fall im Nachgang noch genutzt zu haben. Hier ist noch so eine Nische. Okay, das war jetzt die eine Seite. Jetzt konnten wir, glaube ich, noch. Oh, Junge. Die andere Seite. Kurz orientieren. Das sind auch noch ein paar so alte Sachen hier unten. So, jetzt können wir hier irgendwie noch runter. Ich bin jetzt den anderen Weg gefolgt. Hier oben geht noch ein Kabel her. Das ist ja krass. Also wir gehen jetzt praktisch hier unterirdisch her. Das hat man natürlich auch immer gemacht, weil da mussten die Soldaten nicht oberirdisch hergehen, um
ja, eventuell beim Gefecht dem Ganzen ausgesetzt zu sein. Hier ist was runtergebrochen. Das war eine Möglichkeit, aus dem Grabensystem auszusteigen. Oh, hier sind wieder dicke Spinnen. Hier auch wieder eine Möglichkeit, auszusteigen. Kommt man schon wieder zu anderen Bunkern. Also mehrere von diesen Gefechtsstellungen, wo irgendwelche kleineren Kanonen drauf gestanden haben. Die sind aber alle verschlossen. Also das wiederholt sich jetzt hier. Ja, Melanie hat jetzt hier gerade auch einen weiteren Gang entdeckt, da bin ich scheinbar vorbeigegangen. Hier ist noch, kriegst du die Tür auf? Zombie? Kein Zombie, ey, du hast die Kommandozentrale entdeckt. Jetzt ohne Witz. Ey, du hast was in... Mach mal die Lampe da rein. Melanie, die Spurensucherin, hat hier wieder was gefunden. Ey, da sind noch Betten drin. Junge. Ey, wären wir jetzt nicht nochmal hier reingegangen. Also Leute, wir haben jetzt hier scheinbar die Stromversorgung. Hier sind noch Batterien. Das ist natürlich alles später reingekommen. Aber guckt mal hier, wir haben jetzt hier die Kommunikationsvorrichtung scheinbar gefunden. Guck mal, hier ist ein Träger. Also die Belüftung hier, das Filtersystem, und da ist sogar von Träger. Hier steht sogar Deutsch alles dran. Hier oben. Ha, Wahnsinn. Also wie gesagt, nochmal zum Verständnis, das ist alles nach dem Zweiten Weltkrieg reingekommen. Aber damit haben wir jetzt nicht gerechnet, ne? Guck mal, ich glaube, das ist hier, um irgendwie die Luftfeuchtigkeit zu messen, kann das sein? Weil hier wird ja Technik gestanden haben. Hier diese Anschlüsse. Hier sind auch irgendwelche... Guck mal, und hier mit dem Vorhang, den Ruhebereich irgendwie, ja, voneinander getrennt. Und hier sind Klappbetten. Hey, wow. Ja, wenn man die Betten halt hier, wo Melanie steht, halt hochklappt, dann hat man natürlich mehr Platz in dem Ganzen hier. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, oder? Krass. Aber das ist, also museumstechnisch ist das hier nicht mehr bewirtschaftet, auf keinen Fall. Das würde ja anders aussehen. Vor allen Dingen war das ja hier offen, der Bereich. Dass man es halt einfach... So, Melanie, jetzt musst du noch vorgehen. Was siehst du denn? Nur ein Holztisch. Ein Holztisch? Das ist eine kleine Kammer. Tatsächlich. Was ist Das ist gruselig, wirklich sehr gruselig. Eine Taschenlampe bitte. Also hier sind noch zwei solche kleinen Tische drin. So, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Aber cool. Echt Wahnsinn, was wir hier gefunden haben.
Echt merkwürdig, warum das so ist, ne? Dann bist du scheinbar Eingang. Aber hier würdest du auch überall reinkommen, ne? Hier würdest du ja auch reinkommen. Hier ist ja nur die Treppe halt total verrostet. Also der Bereich hat nichts mit dem Museum zu tun. Kannst mir erzählen, was du willst. Oh, Melanie ist hier unten gefangen. Muss hier raus. Du musst noch einen Schritt an die Seite machen. Ja. Technik nass ist immer schlecht. Pass auf, da ist ein Moniereisen. Ich hänge hier auch irgendwo. Warte, ich gebe dir die Hand. Und hupsa. Okay. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie hier vorne raus. Okay. So, wir sind jetzt hier unten rausgekommen. Und jetzt haben wir hier so einen riesen Betonklotz gefunden. So, Taschenlampe ist an. Aber auch dieser Bunker scheint offen zu sein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber hier war mal ein Schloss dran, Schatz. Es wurde scheinbar einfach geknackt. Also hier war ein Schloss dran, Schatz. Ich denke, das ist irgendwie hier alles jetzt die Chance, Meinst du? dass wir den gestürmt haben. Ja, weil, wenn man sich hier das anguckt, das ist ja auch Lost. Das kann auch nicht mehr museumstechnisch bewirtschaftet gewesen sein, weil das ist ja auch vollkommen Lost hier. Schaut euch das mal alles an hier. Die Decke, das ist alles am Abblättern. Also es ist ja nicht mehr museal hergerichtet. Ja, irgendwelche Matratzen, die hier auf den Kojen, auf den Betten lagen. So, und hier oben, jetzt gehen wir mal hier hoch. Jetzt kommen wir nämlich hier in so eine, ich sag's jetzt mal, Beobachtungskanzel. Und ich glaube mal, hier in der Mitte kann schon sein, dass hier so ein Fernmesser drauf gestanden hat, so ein großer. Was meint ihr? Könnt das mal in die Kommentare schreiben. Also hier wird ein Fernmesser drauf gestanden haben. So, und hier können wir sogar rausgucken. Also rein theoretisch hätte man auch von außen nach innen reinkriechen können. Also sind die Klappen schon gelöst. Also wir können jetzt mal versuchen, diese Klappe hier ranzuziehen. Oh nee, Leute, die ist auch vollkommen festgerostet. Geht auch gar nicht. Und die wäre nämlich hier eingehangen hier vorne. Ein paar kleine Fensterchen, um das Innen nochmal zu verschließen. Ja. Diverse Elektronik. Hier konnte die Klappe zugemacht werden. Hier ist das Telefon gewesen. Geht auch noch. Hier hätte man jetzt die Ringleitung aufbauen können. Hier ist eine Schelle. Ah, hier gibt es so viele Telefone, die hier waren. Aha. Und hier auch nochmal ein Lautsprecher für eine Direktdurchsage. Geht. Auch krass, oder? Was ist das jetzt hier? Wer das weiß, der kann das hier mal. Das lässt sich aber nicht bewegen. Ich will nicht hier so viel rumdrehen. Funke und Funke plus Huster. Scheint vielleicht auch was Deutsches zu sein. Telefonzentral, das ist aber wieder norwegisch. Sehr interessant. Jetzt gerade drin. Hier waren wir jetzt gerade drin. So, hier
Hier haben wir nämlich gerade rausgeschaut. Ja, ja. Ja, hier kommen wir jetzt zum weiteren Bunker. Auch eine außergewöhnliche Form. Hier ist auch schon was aufgeschnitten. Oh. Ha. Da ist aber ein Gitter davor, Schatz. Und irgendwie geht es da ziemlich weit nach unten, so wie das aussieht. Aber ich höre hier drin Geräusch. Ich glaube, hier ist was Aktives. Da muss was Aktives drin sein. Ich glaube, das gehört zu dem Bereich, der wahrscheinlich jetzt noch genutzt wird. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier mal für ein Bunker gewesen ist. Schaut euch den mal an hier. Also hier, Schatz, waren wahrscheinlich ein paar von diesen Armstrong-Kanonen drauf. Also hier ist eine größere Stellung für eine Kanone. Und hier auch. Ja, hier muss auf jeden Fall was Großes gestanden haben, Leute. Guckt euch das mal an hier. Hier die ganze Aufmachung hier. Schaut mal hier, ist wie so eine Art ein kleiner Materialaufzug, der hier hochgeht. Hier unten hat man wahrscheinlich die Granaten gelagert. Ja, man sieht es hier eindeutig. Schaut mal hier. Dieser Durchmesser hier. Ich werde jetzt mal die Kamera eben kurz Melanie geben. Hast du denn was zum... ach nee, warte, hier. Mal wieder eine Wischung machen. Das ist schon wirklich ätzend. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Hier den Durchmesser jetzt hier von der Bettung. Also hier muss jetzt eins von diesen großen Geschützen gestanden haben. Diese Armstrong-Geschütze. Ob das jetzt eine 15er war oder eine 21er, kann ich jetzt nicht sagen. Hier ist leider auch kein Schild, keine Bezeichnung. Aber sehr, sehr groß. Hier ist wieder dieser Ring angebracht für die Ausrichtung. So, man hat das jetzt hier zu beiden Seiten schon mal ein bisschen abgesichert. So, und jetzt können wir hier uns das noch mal angucken. Also 100%ig wären das solche Kammern gewesen sein, wo man Kartuschen und Granaten gelagert hat. Hier habt ihr nämlich wieder das gleiche System mit dieser Metallschiebetür, die eh nicht mehr geht. Und dann hat man das hier hinbefördert zu diesen kleinen Aufzügen hier. Da habt ihr noch so eine Laufrolle dran. So, und die Kamera kriegt immer wieder was ab. Ja, und dann konnte das hier hoch. Das ist jetzt locker 2,50 hier hoch transportiert werden. Hier ist nochmal so ein kleiner Durchgang, wo Melanie gerade herläuft. Ihr habt da auch nochmal so Kammern, das ist ja mal komplett anders, aber man darf auch nicht, ja, da standen die Soldaten wahrscheinlich auch bei Wind und Wetter. Aber man darf halt auch nicht vergessen, das wurde ja schon 1897 war es gewesen, errichtet und dann nur weiter ausgebaut. Ja, hier sind überall diese Kammern. Nee, also ja, ein Ding, wenn das alles noch funktioniert, irgendwo sich bewegen lässt. Ja, hier sieht man jetzt nochmal, hier ist dieses Podest. Ja, also würde ich mal sagen, dass das halt sowas gewesen ist. Wenn jemand das besser weiß, kann das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Weil hier gibt es halt leider auch gar keine Bezeichnung irgendwie, was hier ist. Hier liegt auf dem Boden nochmal was. Post 5. Tja. Also Leute, hier gibt es so viel zu erkunden. Das ist Wahnsinn. Melanie, hier geht's noch mal rein.
Oder Melanie eben Bescheid geben. Sonst weiß sie nicht, wo ich hier abgebogen bin. Da unten ist auch noch mal so eine komische Kuppel. Leute. Ach, das ist immer wieder herrlich am Atlantikwall. Es ist wirklich so. Hier können wir rein. So, Tag der offenen Türen, das nehmen wir doch gerne wieder an. Oh. Ah, das sind wieder so Kojen und Aufenthaltsräume. Hier habt ihr wieder diesen Holztisch, so ein Schränkchen, ein Hocker. Ihr seht, es ist alles natürlich hier sehr eng, ne? Und hier ist ein Aufenthaltsraum, hier sind andere Betten drin. Ha. Da haben wir wieder Trägerwerke Lübeck. Wahnsinn. Hier ist eine richtige Bettgestelle. Rote Teppich. Das Lattenrost ist aber richtig übel. Ja. Das war's, Leute. Also ich finde es klasse, dass hier immer jetzt noch alles zu finden ist. Klar, das ist jetzt noch Nachkriegszeit, aber hier sind sogar noch die Mücken aktiv. So, von diesem gemauerten Bunker geht jetzt hier noch ein kleiner Weg ab. Und hier unten ist noch so eine runde Metallschale oder sowas. Keine Ahnung, oder so eine Abdeckung. Und da geht es hier auch noch mal in den Berg rein. Ey. Meine Güte, ey. Na, schaut euch das mal an. Da unten sind noch versteckt Zugänge. Es ist einfach so krass, Leute. Da ist man immer richtig angefixt und will unbedingt sehen, was da jetzt noch alles kommt. Weil es auch so versteckt ist. Aber das scheint da jetzt auch wieder nicht zu dem Ding gehören. Pass auf, hier sind scharfkantige Steine. Oh. Ich glaube, hier geht's wieder. Hier geht's schon wieder an den Graben. Okay, das muss man gleich gucken. Oh, was ist das hier? Ey, ich glaube, hier war auch eine Kanone drin. Das ist ja ein komischer Platz. Das ist wirklich mysteriös hier. Es ist halt einfach so ein komischer Platz, ne? Weil letztendlich sehen tut man hier jetzt mit der Kanone selbst nicht viel, ne? Höchstens jetzt geradeaus, wo Melanie steht. Aber ansonsten ist man ja ringsrum vom Fels umgeben. Tja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Waffensystem hier gestanden hat. Vielleicht kann das einer von euch sagen. Ihr habt ja im Prinzip hier unten wieder eine Bettung. Es kann natürlich auch sein, dass hier ein Scheinwerfer oder so gestanden hat, gut geschützt. Das ist eine Möglichkeit. Und hier habt ihr nämlich noch mal so einen Raum. Vielleicht hat nämlich hier dann ein Aggregat gestanden, der den mit Strom versorgt hat. Kann sein. Weil ich sonst jetzt hier auch nicht solche Nischen finde für Munition.
Hier kommt er im Prinzip auch noch mal da rein. Hier unten. Mega interessant. Wo bist du denn? Hier oben? Oh hey. Viel Spaß. Viel Spaß? Ja. Weil das hier alles Schlamm ist, oder was? Ach. Scheiße. Scheiße. Boah, aber hier liegt halt richtig viel Material drin, ne? Aber guck mal, das ist so eine Überdeckung gewesen. Da hat man Tarnmaterial drüber gelegt nur. Scheiße. Das ist richtig voll. Hast du schon Wasser in den Schuhen? Nein. Oh, ich hoffe ich auch nicht. Ich merke noch nichts. Scheiße. Das ist ja ein kompletter Sumpf. Ja, hier wird eine Flak oder irgendwas gestanden haben. Da oben ist der Sockel dafür, wo du gerade hingehst. Ja, tatsächlich. Ey, so versteckt noch, ne? Aber hier ist auch noch ein Bunker. Meine Güte, ey. Das zieht sich, ne? Diese Anlage. Also die ist sowas von verwinkelt und boah. Ja. Hier sind Klappen offen. Oh hey. Hier ist irgend so ein großer Ring drin. Was ist das denn wieder gewesen hier? Das ist wie, als ob man hier was dran befestigt hat, an diesen Ring, und konnte das jetzt hier an die einzelnen Öffnungen ziehen. Maschinengewehr, Maschinenkanone, irgendwas. Krass. Oder auch wieder nur was für eine Beobachtung. So Leute, jetzt sind wir hier an einer Kanone, die man hier jetzt noch ausgestellt hat. Ich kann jetzt gerade auf Anhieb nicht identifizieren, was es für eine Kanone ist. Auf jeden Fall wiegt die 1,8 Tonnen. Aber man sieht es meistens am Verschluss, ob das eine deutsche Kanone ist oder also zumindest einen deutschen Hersteller hat. Aber das kann ich hier auch nicht sehen. Das sind nur Seriennummern. Es sieht aus wie so eine typische Kanone für Marinestellungen. Auf jeden Fall wurde die elektrisch auch ausgerichtet. Man hat hier irgendwie diverse Kabel noch gehabt. Hier unten ist auch noch irgendwas, aber das kann ich nicht erkennen. Ja, hier seht ihr ja, ist eine Kette davor. Dann hätte man jetzt wahrscheinlich, weil ihr könnt es erkennen, ein bisschen lässt sich es halt bewegen, aber dass man hier natürlich das nicht übertreibt und das womöglich dann noch mehr kaputt geht, funktioniert das nicht. Das sieht mir irgendwie auch ersetzt aus. Tja, aber ich kann euch leider nicht sagen, ob das jetzt von Bofors ist oder ob das deutschen Kruppgeschütz ist, wobei Bofors ja auch Kruppgeschütze bekommen hat und entsprechend weiterentwickelt hat. Aber Bolton B. Loftus steht hier noch drauf. Ich denke mal, das wird zwischen schwierig
irgendwas zwischen 7,5 cm und 12 cm haben Durchmesser. Ja, hier wäre eigentlich normalerweise auch ein Sitz, eine Sitzfläche hier, weil hier könnte man auch noch diverse Einstellungen machen. So, jetzt habt ihr das noch einmal in der Nahaufnahme. Also hier kann man nur eine Seriennummer am Verschluss erkennen. Aber meistens ist hier auch irgendwo ein Stempel. Hier steht nur eine Nummer. Das Gewicht. Hier steht komischerweise BY drauf. Oder BY. Keine Ahnung, je nachdem, was es für eine Sprache ist. Das ist aber alles norwegisch nachträglich dran montiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein deutsches Geschütz ist. Ja, es muss ein deutsches sein, Schatz, weil hier steht Grad drauf. Ich glaube, das kann nur, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das Wort Grad auch in Norwegisch gibt. Aber das kann ja jemand von euch reinschreiben. Vielleicht erkennt einer ad hoc auch, was es für ein Geschütz ist. Ansonsten würde ich das nachträglich, wenn ich das gefunden habe, auch nochmal einblenden. So Freunde, das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Im Hintergrund habt ihr nochmal das Kanonenschild, was vermutlich von dieser Armstrong-Kanone gewesen ist. Entweder das die 15er oder die 21er, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit bestimmen. Das wird da halt noch angebaut gewesen sein. Wie gesagt, diese Kanonen existieren halt nicht mehr. Das andere sind halt nur reguläre Marinekanonen oder Flugabwehrgeschütze. Da konnte ich jetzt den Typ auch nicht erkennen. Entweder habe ich es halt rein geschnitten, jetzt hier mit dem Video als Hinweis für euch. Oder einer von euch weiß es dann entsprechend und kann es uns in die Kommentare schreiben. Ja, das Wetter, wie gesagt, ihr habt es gesehen die ganze Zeit über. Wir haben das Beste draus gemacht und wir hoffen, euch hat das trotzdem gefallen. Wir waren sehr überrascht, dass wir doch einige Sachen halt begehen konnten innen. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Also alles nur, was halt rings um diesen Leitstand ist, das geht wohl nicht. Vielleicht hat sich das Museum auch nur noch da begrenzt auf diese Einrichtung und das andere praktisch sich selbst überlassen und nur ein Schloss davor gemacht. Und irgendjemand hat halt entsprechend aufgeknackt. Ja, auch hier an dem Geschütz, da stand halt Kanone 1. Es kann sein, dass es noch ein zweites Geschütz gibt. Aber das sparen wir uns, weil wir wollen hier noch ein paar weitere Locations für euch erkunden. Und wie gesagt, das Wetter ist so krass und ich muss auch ein bisschen aufpassen mit der Technik, dass das hier alles passt. Und ja, schaltet auf jeden Fall in das nächste Video ein, was jetzt hier gezeigt wird. Gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns auf jeden Fall was in die Kommentare. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, ist das Abo, wie gesagt, gern gesehen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.